Hallo und herzlich willkommen bei Das Vergessene. Ich bin der Vergessene und heute geht es darum, wie man eigentlich ein Ziel erreicht. Du merkst schon, ich verwende sehr häufig dieses Wort eigentlich. Ja, warum ist das denn so? Wenn du auf YouTube oder auf Google Ziele erreichen eingibst, dann gibt es aber 1000 Seiten und Clips, die das erklären, wie du Ziele erreichst. 6-Punkte-Schema, 5 Punkte, 10 Punkte, 3 Punkte, die du tun solltest, um dein Ziel zu erreichen. Mir ist aber eine Geschichte entgegengestoßen, von welcher ich behaupte, dass sie vergessen gegangen ist. Und die möchte ich dir gerne erzählen. Die Geschichte erzählt von einem jungen Zen-Mönch, der auf dem Weg ist, einen wirklich wichtigen Brief zu überbringen. Auf seinem Weg dahin muss er eine Brücke überqueren, wo ein Samurai steht. Ein Samurai ist ein hoch ausgebildeter Schwertkämpfer. Oder so ähnlich. Und eben dieser Samurai hat einen Schwur geleistet, alle 100 Leute, die hier überqueren, im Schwertkampf herauszufordern. 99 wollten diese Brücke schon passieren und er hat sie alle umgebracht. Bleibt also nur noch einer. Genau, unser junger Zen-Mönch. Der junge Zen-Mönch bittete darum, die Brücke zu überqueren. Aber nee. Da ließ er nicht mit sich reden, der Samurai. Entweder es gibt einen Schwertkampf oder es gibt kein Durchkommen über die Brücke. Denn er hatte ja einen Schwur geleistet. Der Zen-Mönch erklärt ihm die Situation. Er sagt ihm, hey bitte, ich muss diesen ganz wichtigen Brief überbringen. Wenn ich aber zurückkomme, verspricht er gleichzeitig, werde ich gegen dich kämpfen. Auch wenn ich verliere, ich werde zurückkommen. Denn im Zen ist das Gesicht zu bewahren ein sehr wichtiger Punkt. Der Samurai zögerte noch kurz am Anfang, doch willigte dann ein. Er glaubte an das Gute im Zen-Mönch. Nachdem er den Brief übergeben hatte und mit der Gewissheit, dass er jetzt sterben wird, suchte der Mönch seinen Meister auf, um sich nochmal gebührend zu verabschieden. Meister, ich muss gegen einen Samurai kämpfen. Ich habe noch nie ein Schwert in der Hand gehabt. Er wird mich töten. Und der Meister antwortete, in der Tat, du wirst sterben. Du wirst keine Möglichkeit haben, gegen diesen Samurai zu gewinnen. Also werde ich dich die beste Art zu sterben lehren. Hör mir gut zu. Du wirst zum Samurai gehen, hältst dein Schwert fest in den Händen, legst das Schwert über deinen Kopf, schließt die Augen und wartest nur darauf, dass du hier etwas Kaltes spürst, auf deiner Stirn. Und das, mein Schüler, ist der Tod. Mit dem Tod lässt du alles fallen, was du bislang hattest. Der Mönch bedankte sich bei seinem Meister, verabschiedete sich und machte sich auf den Weg zurück zur Brücke. Der Samurai wartete schon auf ihn. Sie machten sich beide bereit für den Kampf und dann ging's los. Der Zen-Mönch tat genau das, was sein Meister ihm sagte. Er nahm das Schwert in die Hand, legte es über den Kopf, schloss die Augen und wartete nur, die Kälte auf der Stirn zu spüren. Also das Schwert. Und in dieser Haltung kam er in eine Art Trance. Er war völlig konzentriert. Seine ganze Konzentration galt nur noch diesem einen Punkt auf der Stirn. Also schloss er die Augen und wartete auf den Tod. Der Samurai war überrascht und zugleich verwirrt. Er näherte sich langsam dem Mönch. Er bewegte sich gar nicht, komplett ruhig und er war völlig konzentriert. Der Samurai dachte sich, das muss ja wohl ein super Krieger sein. Der ist ja zurückgekehrt, um mit mir zu kämpfen. Und als der Kampf losging, bewegte er sich kein Stück. Wie gut muss wohl dieser Kämpfer sein? Während all diesen Gedanken stand der Mönch immer noch mit geschlossenen Augen einfach nur regungslos da. Und da wurde es dem Samurai bewusst, das muss ein exzellenter Kämpfer sein. Der hat ja gar keine Angst vor mir. Und er weiß, ich habe schon 99 andere getötet. Während dieser Zeit stand der Mönch immer noch mit geschlossenen Augen da, völlig konzentriert auf seine Stirn und hatte dabei den Samurai komplett vergessen. Er war so konzentriert darauf, in Würde zu sterben, dass er vergessen hat, dass er da eigentlich stand, um gegen den besten Samurai der Stadt zu kämpfen. Das war genug für den Samurai. Er war sich bewusst, dass er bei der kleinsten Bewegung sofort attackiert würde vom Mönch, der ja regungslos dastand und in den Augen des Samurais bereit war, sofort zuzuschlagen, sobald er eine Bewegung machte. Dem Samurai blieb also nichts anderes übrig, als mit weinerlicher und zitterlicher Stimme zu sagen, bitte, hab Nachsicht mit mir. Ich habe gedacht, ich sei der größte Kämpfer der Stadt. Du aber, lieber Mönch, hast mir bewiesen, dass es noch einen viel stärkeren gibt als mich. Bitte habe Nachsicht mit mir, sei mein Meister und lässt sein Schwert fallen. Nun, was lernen wir aus der Geschichte? Um ein Ziel zu erreichen, also das Überleben zu sichern, jetzt im Falle dieses Mönches, es
nur eine einzige Aufgabe für uns gibt. Die vollkommene Konzentration. Das ist unglaublich wichtig. Wir müssen den Fokus auf die richtige Stelle setzen. Wenn wir zum Beispiel nach New York wollen, aber ständig Hotels in London anschauen, wo werden wir wohl ein Hotel finden? Sicher nicht in New York. Das heißt, Ziele scheitern oftmals daran, dass wir nicht den richtigen Fokus haben. Wir konzentrieren uns auf so viel divergente Ziele. Divergent heißt ja auseinandergehen. Besser wäre konvergent, wenn sich all deine Taten zu einer Sache hinbewegen, sprich zum großen Ganzen, wenn man so will, zum Ziel. Ich bin mit diesem Ausdruck nicht ganz zufrieden, erkläre ich dir aber gerne in einem nächsten Video. Wir sind so oft hin und her gerissen und wissen nicht, was wir eigentlich wirklich wollen. Wenn man so will, nennt man das auch Multi-Optionsgesellschaft. Das war mal leichter, als man zwischen Erdbeer und Vanilleeis entscheiden konnte. Dann kam vielleicht noch Schokolade dazu. Und irgendwann wurde es echt freaky, als Pistazie dazu kam, Pizzageschmack, Red Bull Geschmack und weiß ich was alles. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns zu entscheiden, dass uns die Entscheidung schwerfällt. Sobald wir uns für etwas entschieden haben, bereuen wir, dass wir nicht das andere gewählt haben. Verzweifelt. Um ein Ziel aber zu erreichen, was wir uns selbst gesteckt haben, brauchen wir den absoluten Fokus, so wie unser Zen-Mönch. Absoluter Fokus ist also der Weg zum Ziel. Bitte, versteh mich richtig, ich möchte damit nicht all die anderen Videos in Frage stellen. Schau dir die alle an. Nur vergiss nicht, ohne einen wirklich klaren Fokus zu haben, wirst du dein Ziel nicht erreichen. Einen Spruch möchte ich dir heute noch mitgeben. Auch die längste Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Also wenn das Ziel noch so weit weg scheint, vergiss nicht, du musst einfach beginnen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass du mich nicht vergessen hast. Und bis zum nächsten Mal bei Das Vergessene. Tschüss!